Auf den Bürgersteig. Sie fahren jetzt weiter. Jetzt weiter. Hier ist der Direkt Rettungswagen. weiterfahren. Ich glaube, es geht los. Parkchaos, Diebstahl, Vandalismus, Polizeialltag am Flughafen. Also, dass auch wirklich der Buchstabe von dem Nachnamen der Geschädigten eingeritzt ist, das ist schon eine krass mutwillige Tat. Auf Streife mit Tobias Gleis und Lea Bose. Fahrerflucht nach Unfall, Schlagring im Koffer. Meistens haben sie es als Souvenir oder so und machen sich halt nicht schlau darüber, dass das in Deutschland verboten ist. Pilot Oliver Scharif. Er besitzt 2 echte Jumbos. Habe ich bei eBay mal gestöbert und dann stand da 747-Cockpit. Gekauft und umgebaut zum Flugsimulator. Wenn ich dann an dem Rädchen drehe, dann macht der Flieger automatisch diese Quo. Können Passagiere ein Flugzeug landen? Wir machen den Test. Da kannst du die Klappen auf 30 ausfahren. Landen mit Lotsenhilfe. Also ich spiele jetzt eine Doppelfunktion. Ich bin einmal der Radarlotse, bin aber auch derjenige, der sich mit dem Flugzeug auskennt. Super. Exklusive Einblicke rund um Deutschlands größten Flughafen. Der Frankfurter Flughafen ist der größte Sicherheitsbereich der Bundesrepublik. Überwacht von 2000 Polizisten täglich. Neben der Bundespolizei ist auch die Landespolizei im Einsatz. Die hat ihre Wache im Norden. Im 19. Revier. Lea Bose und ihr Kollege Tobias Gleis. Dienstbeginn am größten Flughafen Deutschlands. Also auf jeden Fall ereignisreich, weil man halt auch viele unterschiedliche Menschen antrifft, auch bei den Delikten selbst. Und es ist insgesamt auch mit den unterschiedlichen Behörden immer wieder spannend. Und jeden Tag ändert sich hier halt auch irgendwas, sei es auf dem Vorfeld oder außenrum, durch die ganzen Baustellen. Das ist schon ziemlich spannend. Die Polizeikommissare arbeiten in 2 Schichten, jeweils 12 Stunden, nachts oder tagsüber, so wie heute. Ihr Revier besteht aus 3.921 Fußballfeldern, so groß wie 28 Quadratkilometer oder wie 9.333.000.000 Polizeimützen aneinandergereiht. Verstanden. Ihre Aufträge bekommen Sie von der Leitstelle. Ihr Rufname 194. 19 für den 194. Oh, da geht's ja schon direkt los. 194. Fahrt doch mal bitte Terminal 1 Abflug, Höhe 7. Dort steht die Bundespolizei. Es gäbe wohl Auseinandersetzung zwischen einem Obdachlosen und einem Passagier. Unterstützt doch mal bitte die Bundespolizei. Ja, verstanden. Wir sind sowieso direkt vor Ort. Wir fahren. Das 19. Revier ist Abenteuer pur, sagt Lea Bose. Ja, willst du dann hier und dann abfahren und dann hinten wieder drauf? Für Tobias Gleis ein Traumjob. Die Fahrt zum Terminal 1 ist wie immer. Autofahrer blockieren die Straße. Die Ordnungshüter machen sich bemerkbar. Auch wie immer. Das Be- und Entladen auf der Fahrspur ist nicht gestattet. Sie halten den ganzen Verkehr auf. Fahren Sie weiter. Mit Geduld blicken sie auf das Chaos vor ihnen. Es geht manchmal so extrem, dass der Stau dann bis auf die B43 runtergeht, weil die Leute mitten auf der Fahrspur stehen bleiben. Der Mercedes, wenn Sie keine Parklücke haben, dann fahren Sie weiter, aber einfach stehen bleiben funktioniert nicht. Da vorne der PKW, der rote. Nutzen Sie doch die Parkflächen zum Be- und Entladen und nicht die Fahrspur. Der nächste. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hallo, das ist kein Parkplatz. Fahren Sie bitte weiter. Sie fahren bitte jetzt weiter. Es reicht. Ja, gleich. Sie stehen nicht gleich. Sie stehen direkt hinter einem Rettungswagen. Machen Sie bitte die Tür zu, er muss weiterfahren. Hier, Sie stehen direkt hinterm Rettungswagen. Nein, es funktioniert nicht. Nein. Nein, hier ist der Rettungswagen. Nein. Hier, nein. Sie fahren jetzt Sie, weiter. nein, nein, Sofort, nein, ohne nein, nein, nein. einzusteigen. Rein Es reicht. auf den Bürgersteig. Sie fahren jetzt weiter. Jetzt weiter. Hier ist der Direkt Rettungswagen. weiterfahren. Ich glaube, es geht los. Ey. Okay. Für Sie genau dasselbe, das ist kein Parkplatz. Weil Sie versperren alles, genauso wie der da hinten. Das funktioniert nicht, sperrt sich bis auf die Bundesstraße. Ja, es muss dann leider auch manchmal etwas ernster werden.
Aber die wollten es nicht einsehen und ich meine, erstens stehen sie auf der Fahrspur und zweitens stehen sie direkt hinterm Rettungsdienst. Wer weiß, was die jetzt zu tun haben und dann blockieren sie halt das Fahrzeug. Und dann wird denen auch angeordnet, dass sie sofort weiterzufahren haben. Dann versuchen die noch zu diskutieren, ach, ich steige noch schnell ein. Nee, da wird direkt weitergefahren. Terminal 1, Bereich C. Geduldig seit 20 Minuten warten sie auf Lea und Tobias, die Kollegen von der Bundespolizei. Hallo. Dieser Obdachlose hat jede Menge Ärger mit Gepäckwagen und Passagieren. Er hat wohl einen anderen Reisenden angepöbelt, wollte in den Boxkampf gehen, das haben wir mehr oder weniger gesehen, dann sind wir dazwischen gegangen. Dann war aber nicht mehr viel weiter irgendwas, dann haben wir beide in zwei verschiedene Richtungen entlassen. Ja, und er kann halt nicht aufhören und der andere aber auch nicht. Er kommt auch immer wieder zum Rauchen, extra dann, wo er ist. Erik. Ist das ein Mitarbeiter oder ein... Nee, das ist ein Flughafen. Für Lea und Tobias ein alter Bekannter. Erik, du weißt, dass du das nicht machen sollst mit den Gepäckwagen, okay? Geh irgendwo dahin, aber ohne die Wagen. Die Wagen lässt du hier, okay? Und kein Streit mehr heute. Und kein Streit mehr. Cool bleiben, okay? Dann darfst du gehen. Erik lebt seit 4 Jahren am Flughafen. Er organisiert Passagieren Gepäckwagen gegen Geld. Das ist verboten. Ich will wegen dir heute nicht mehr angerufen werden. Die Wagen bleiben da stehen, okay? Erik kann nicht sprechen. Ihm wurde die Zunge abgeschnitten. Er kommt aus dem Kongo. Dort war er Kindersoldat. Meinetwegen könnt ihr abbrechen. Danke euch. Jo, danke euch. Gerne doch. Danke. Ciao. Tobias und Lea haben Mitleid mit Erik. Dennoch muss er sich an Regeln halten. Es gab keine strafbaren Handlungen, sodass wir dann nicht weiter tätig werden mussten. Die Bundespolizei ist vorwiegend für Sicherheitskontrollen, Transit- und Bahnbereich zuständig. Rund um den Flughafen überwacht die Landespolizei Gesetze und Regeln. 19.4 für 19. Fahrt doch mal bitte ins Parkhaus. Auf der Ebene 5 wartet die Mitteilerin und Geschädigte. Dort wurde ihr Fahrzeug beschädigt. Ja, verstanden, bis gleich. Die meisten Langstreckenflüge nach Frankfurt landen vormittags. Auch ein Jumbo aus New York. Im Cockpit die Piloten Oliver Scharif und Wolfgang Fingerle. Und so pünktlich. Wir sind vor 6 Stunden in New York gestartet, sind mittlerweile über Belgien und werden voraussichtlich noch 40 Minuten fliegen, bevor wir in Frankfurt landen. Oliver Scharif fliegt seit 33 Jahren, davon 14 im Jumbo. Mein Vater war jahrelang Ausbildungskapitän bei deutschen Fluggesellschaften und so bin ich mit meinem Bruder schon eigentlich früh ins Cockpit gekommen. Es war damals einfacher möglich und dann habe ich halt immer das Cockpit gesehen, das Ganze drumherum, klasse. Er ist Kapitän im längsten Passagierflugzeug der Welt, verantwortlich für 364 Fluggäste und 17 Flugbegleiter. Jetzt bereiten wir uns auf den Anflug in Frankfurt vor. Kommt gleich die Sonne. Landen im Sonnenaufgang, da schlägt das Fliegerherz jedes Mal höher, auch noch bei erfahrenen Kapitänen. Oliver Scharif landet die Boeing 747-8 ohne Autopiloten. Den schaltet er jetzt aus. Ja, dann gehe ich jetzt mal. Gear down. Gear down. 1000. Checked. Approaching 07 right. Lufthansa 403 clear to land, runway 7 right. Minimums. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Speed brakes up.
Ja, das haben wir noch gut hingekriegt. Hier rüber. So, geht noch ein weiter. True, all doors in park. Ankunft am Gate A52 nach 7 Stunden Flugzeit. Für Oliver Scharif noch lange nicht genug. Er plant den nächsten Flug für heute Nachmittag in seinem eigenen Jumbo, ein Simulator. Ein gleiches Cockpit, ein ausgedientes von Cathay Pacific, das im Prinzip 1:1 wie hier ist und wir dort 1:1 die Situation auch alle nachstellen können. Sein echter Jumbo steht in Südhessen in einer Lagerhalle. Ich fahre nach Hause und ruhe mich aus und wenn ich ausgeruht bin, setze ich mich wieder in den Flieger. Die Route für Ausgeruhte, Bensheim-Bangkok. Die Flugzeit 12 Stunden. Wir fliegen natürlich mit. Zurück zu den Polizisten Lea Bose und Tobias Gleis. Wir fahren einen Kennzeichendiebstahl am Hugo-Eckner-Ring in dem Parkhaus Ebene 5. Eine Frau fühlt sich bedroht, hat den Notruf gewählt. Hoch. Ja, okay. Was ist das? 2? 2, ja. Auffahrt da. Ja, sehr gut. Ist es das? Ja, die hat gewunken. Die Frau arbeitet am Flughafen. Hallo. Sie hatte Nachtschicht und wollte nach Hause fahren. Doch dann das. Ihr Auto ist rundum zerkratzt. Der Schaden mehrere tausend Euro. Die Kennzeichen geklaut. Haben Sie in letzter Zeit irgendwie Probleme mit jemandem? Ich muss das wirklich fragen, dass Sie jetzt nicht irgendwie in einer Beziehung mit Streit oder ähnlich? Gar nichts. Okay. Das sieht schon ziemlich nach Aggro aus. Also das ist nicht einfach nur mal lang gegangen. Der Buchstabe, der jetzt halt mit Ihrem Nachnamen übereinstimmt, könnte auf eine persönliche Ebene hindeuten. Nicht das erste Mal, erzählt die Frau. Der letzte Vorfall war erst vor 2 Wochen. Ihr Auto wurde beschmutzt. Okay. Ein Reifen beschädigt. Es sieht ja schon so aus, als hätte irgendjemand einen Groll auf Sie. Ich habe tatsächlich so eine krasse Sachbeschädigung in den 4 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, zum ersten Mal. Also dass auch wirklich die Initialen bzw. der Buchstabe von dem Nachnamen der Geschädigten eingeritzt ist, zum ersten Mal. Also ist schon eine krass mutwillige Tat in dem Fall. Hat der Täter auch etwas in den Tank geschüttet? Der war komplett offen. Der war nicht richtig zu. Entweder hat jemand was aus dem Tank rausgefüllt oder jemand in den Tank was reingeschüttet. Das kann schon sein, ja. Müssen wir halt mal gucken. Aber das mit der Spusi ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir Fingerabdrücke nehmen. Wir können ja gucken, entweder kriegen wir welche oder wir kriegen halt keine. Aber dann nehmen wir halt welche und brauchen wir halt eigentlich noch Vergleichsabdrücke von ihr. Aber das müssen wir dann mit K noch mal klären. Ja. Passt das mit dem Tank? Also was raus. Sind Flüssigkeiten, Pulver oder Sand im Tank? Das kann man halt jetzt auch nicht sehen. Das kann man so nicht feststellen, ja. Die Frau hat die Tankanzeige kontrolliert. Sprit wurde offenbar nicht geklaut. Wir müssen jetzt einerseits erstmal das fotografisch festhalten. Und die Lea wird jetzt am Tankdeckel versuchen, Fingerabdrücke zu nehmen, weil wir natürlich davon ausgehen können, dass jemand den Tankdeckel gewaltsam geöffnet hat und dann vielleicht auch Fingerabdrücke hinterlassen hat. Man sieht ein bisschen was, wenn man guckt, oben ganz leicht, aber nur ein Stück von einem Finger. Das kann man ein bisschen erkennen, hier oben. Ja, man kann es probieren. Vielleicht gibt es irgendwie genau einen Abgleich und man sieht, ah ja, genau. Aber da hat man natürlich nur Glück, wenn was in der Datenbank hinterlegt ist. Ansonsten natürlich nicht.
ist nichts. Hier kann man jetzt noch mal welche erkennen, auf jeden Fall. Frage ist halt, ob sie von der Geschädigten sind oder halt wirklich doch von einem Täter. Aber das ist schon mal gut, da haben wir auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte. Also auf jeden Fall ein Kennzeichen Diebstahl und eine Sachbeschädigung. Das Auto muss komplett neu lackiert werden. Das kostet mehr, als der Wagen noch wert ist. Das Attentat, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Kleiderbügel, 2 Meter entfernt vom Auto. Lea Bose hat einen Verdacht. Könnte passen. Dann stellen wir den sicher. Vermutlich wurde der Wagen damit zerkratzt. Die Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Die Frau hat Anzeige erstattet. Dann schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch schönen Tag dann noch. Danke. Was eine Scheiße, die arme Frau, ey. Für die Beamten eine Beziehungstat. Der Täter kennt die Frau. Da sind sich die Polizisten sicher. Der Fall macht sie nachdenklich. Vor einem Jahr wurde in einem Parkhaus am Flughafen eine Frau getötet. Da kam es zu einer Beziehungstat, wo eine Stewardess, eine Flugbegleiterin, im Parkhaus getötet wurde, erschossen wurde von ihrem Ex-Freund. Und er sich dann im Anschluss an die Tat sich und den Hund selbst gerichtet hat. Das ist natürlich, also allgemein ist es eine Tat, die einen dann auch mal nachdenklich werden lässt. Und gerade am Flughafen rechnet man für gewöhnlich mit sowas nicht. Aber das hat einen dann leider auch mal wieder vor Augen geführt, dass man auch hier mit sämtlichen Taten rechnen muss. 57 Polizisten arbeiten im 19. Revier. 5.600 Strafanzeigen erstellen sie pro Jahr. Im Schnitt 15 täglich. Verkehrsunfälle, Schlägereien, Diebstahl. Hier ist alles möglich. Und wenn jetzt mal ein bisschen weniger zu tun ist, so wie jetzt, gerade wo wir keinen direkten Auftrag haben, dann fahren wir Objektschutz, die verschiedenen Objekte ab, wie jetzt zum Beispiel das Aviation Center von der Lufthansa gehört dazu. Oder der jüdische Gebetsraum, da müssen wir stündlich vorbei. Polizistin stand bei Lea Bose zunächst nicht auf der Berufswunschliste. Bei mir war es damals als Kind eher so, dass ich gesagt habe, ich würde gerne Schauspielerin werden. Und dann nach dem Abi habe ich gedacht, ach ja, Polizei, ja, ich glaube, das probiere ich mal aus. Und dann war es genau direkt das Richtige. Ja. Bei mir fing das an, muss ich zugeben, als ich mit der Schule fertig wurde und eine Ausbildung erst mal gemacht habe, habe ich mich tatsächlich auf den Pilotenberuf vorbereitet, auf die Tests. Und habe dann aber im Laufe dessen irgendwie festgestellt, das ist nicht doch so meins. Er macht ein Praktikum bei der Polizei und bleibt. Langweilig wird ihnen nie am Flughafen. Dafür sorgt schon die Leitstelle. 19.4 für 19. Ja, wir sind wieder frei. Fahrt doch mal bitte in die Nullebene. Dort vom KFC wartet ein geschädigtes Pärchen, denen wurde ein Rucksack entwendet. Ja, verstanden, wir fahren hin. 50 Kilometer vom Flughafen entfernt steht Hessens größter privater Flugsimulator. In einer Lagerhalle in Bensheim. Wer kann schon von sich behaupten, dass er 2 echte Jumbos besitzt? Er kann das. Oliver Scharif. Das ist ein Cockpit von 1989, ein 747-200, ein Frachter. Kann man deutlich erkennen hier an dem Gelenk, wo eben die Nase hochgefahren wurde. Also gibt es ja viele schöne Fotos. Gleich gegenüber der Frachtnase noch eine Nase. Von einer 747-400 mit Vollausstattung. Das ist eigentlich das Kernstück, diese 747-400. Das ist die Cathay Pacific, dieser kleine Ausschnitt. Und der steht hier dahinter, dann eine Box drumherum gebaut, sodass man, wenn man in dem Cockpit sitzt, denkt, man wäre in der Luft. Wie bist du an dieses Teil gekommen? Das war ein bisschen, ich weiß nicht, Zufall oder zu der Zeit von Corona
Habe ich bei eBay mal gestöbert und dann stand da 747-Cockpit. Da habe ich gedacht, was soll das wohl sein? Und dann war das aber das Original-Cockpit von eben diesem Flugzeug, gar nicht so weit entfernt in Stuttgart. Und dann bin ich da hingefahren und habe mir das angeguckt. 321 Mainz, schon war's seins. Ein Jumbo-Cockpit. Wäre nur noch der Transport nach Bensheim. Das war relativ einfach. Und dann hier rein, Riesenparty. Ein Cockpit kommt geflogen. Das haben wir eigentlich draußen abgeladen und dann auf Rollbrettern hier reingerollt. Und dieses war schon deutlich schwieriger, weil es halt größer ist und dann auch auf der Straße eben nicht transportiert werden konnte hochkant, weil es dann eben zu hoch ist, sondern liegend transportieren. Das musste man nachts machen, eine Sonderberechtigung, dass man im Kreisverkehr die Schilder abmontiert. Dann die Überraschung, das Tor ist zu klein. War es ein bisschen schwierig. Das Cockpit ist in der hintersten Seite 5,04 Meter breit und das Tor ist leider nur 4,96 Meter. Dann musste man das anschrägen und dann hier so reinwürgen in die Halle. Und jetzt steht es hier und fühlt sich sehr wohl. Die Boeing 747-200 wurde von 1970 bis 1991 gebaut. Hier kann man halt noch mal dann so ein bisschen in der Antike sich vorstellen, wie es aussieht. Da fehlen jetzt einige Instrumente, das ist alles immer sehr begehrt, die Dinge. Und wir gucken halt, dass wir nach und nach die Teile kriegen und hier dann einsetzen. Das ist ein altes Navigationsinstrument. Damals war das natürlich top, wie das erste Telefon oder das erste iPhone. Das ist dann so ein Blick zurück in die Vergangenheit. Aber sehr schön eigentlich. Ja, gefällt mir gut. Selbst geflogen ist er sie nie. Leider nicht, nee. Aber ich hatte Leute hier, die geflogen sind. Und das ist ja auch eine Idee. Die kriegen dann halt die Tränen in den Augen, sag ich mal, wenn die noch mal hier drin sitzen und noch mal so Erinnerungen hochkommen. Das ist halt schön. Sein Traum, das Cockpit wieder vollständig aufzubauen. Es ist viel Zeitaufwand, aber ich habe ja noch eine Familie und Freunde und andere Hobbys. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis das hier dann vorzeigbar ist. Diese alte Jumbo-Version ist heute kaum noch am Himmel zu sehen. Die meisten Instrumente hat er schon im Internet ersteigert. Und jetzt darf jeder raten, wie er denn an die Halle gekommen ist. Dann habe ich diese Halle abends entdeckt im Internet mit der Besonderheit der Empore oben und dieser Treppe, die nach oben führt. Die hat nämlich genau 14 Stufen. Beim Jumbo steigt man normalerweise, das ist ja hier so eine 747, steigt man durch die Zweiertür hier ein, geht dann hoch und läuft dann vorne ins Cockpit. Und diese Treppe hat, die hat eben 14 Stufen. Und oben dann diese Fenster, das waren halt Lichtschächte, die man nicht öffnen kann. Und da habe ich gedacht, ja komm, da kann man wunderbar diese Fenster reinkleben und das Ganze gestalten, wie es halt aussieht in einem Flugzeug. Ne? Besonders stolz ist er auf seine zweite Jumbo-Nase, die 747-400. Schalter, Instrumente, Knöpfe, alles echt. Über den Wolken, auf dem Weg nach Bangkok. Flugroute und 3D-Ansicht mit Projektoren. Ein Simulator wie das Original-Cockpit. Realer Wahnsinn in einer Lagerhalle. Die sieht genauso aus, ja? Die sieht genauso aus. Ich kann hier einen Kurs eingeben. Wenn ich dann an dem Rädchen drehe, dann macht der Flieger automatisch diese Kurve. Dadurch, dass diese 240 Grad Rundumsicht ist, denkt man jetzt tatsächlich, wir würden eine Kurve fliegen. Man kann hier zum Beispiel auch so ein Triebwerk brennen lassen mit den entsprechenden Konsequenzen, dass hier die Lampen leuchten. Das ist schon sehr detailgetreu. Traffic, traffic. Das ist ein Hinweis, Traffic, dass sich ein Flugzeug nähert auf Kollisionskurs. Das heißt, man muss den Autopilot ausschalten und dann hier dementsprechend die senden. Dass der mir nicht. Draußen war er, ich habe ihn gerade gesehen, ist gerade vorbeigeschossen, der Vogel. Ja, Spielerei.
Regelmäßig bei ihm zu Gast Kollegen, Firmen und Hobbypiloten zum Probefliegen. Sein Simulator als Trainingsgerät. Heute erwartet er Freunde für einen Test. Christina, Rocco, na, kommt rein. Und, habt ihr euch vorbereitet ein bisschen, ja? Ah, ich habe ein Experiment mit euch vor. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ihr wisst noch gar nichts von eurem Glück. Wir wollen nämlich ausprobieren, ob ein Passagier ein Flugzeug landen kann. Wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir den Flieger hier heil an den Boden kriegen. Zurück nach Frankfurt. Gepäckdiebstahl im Terminal 1. Einsatz für Lea Bose und Tobias Gleis. Dieser Mann hat die Polizei gerufen. Seiner Bekannten wurde der Rucksack geklaut. Mit Pass und Kreditkarte. Waren Sie die ganze Zeit hier vor Ort? Nee, wir sind immer hier. Okay. Ist Ihnen irgendjemand aufgefallen, der hier vorbeigekommen ist, der ein bisschen komisch war? Oh, wir haben nicht hier aufgepasst, aber hier ist ein Durchgang, es ist viel los hier. Ja. Haben Sie mal einen Personalausweis für mich? Oder Pass? Er hat sich mit seiner Bekannten unterhalten. Plötzlich war der Rucksack weg, erzählt der junge Mann. What was inside of the bag? Was war im Rucksack, will Lea Bose wissen. Okay, what kind of passports? China passports. Ihr chinesischer Reisepass und die Kreditkarte waren im Rucksack, sagt die Frau. Sie will 3 Monate in Deutschland bleiben. Die Leute sind beim Essen, beschäftigen sich mit anderen Dingen und achten dann halt nicht auf ihren Koffer oder auf ihre Handtasche. Und dann kommt es halt vor, dass man, obwohl man meint, man ist direkt nebendran und dann ist die Handtasche plötzlich weg. Fast 1000 Koffer und Taschen werden pro Jahr am Flughafen geklaut. Die Kreditkarte hat die Frau schon sperren lassen. Einen neuen Pass bekommt die Chinesin im Generalkonsulat. Doch die Kopfhörer mit GPS-Sender sind wohl weg. Manchmal haben wir die Fälle, dass sie geortet werden können. Und da waren wir jetzt auch schon öfter erfolgreich, dass wir MacBooks, iPhones oder auch die AirPods wiederfinden konnten, weil die durch das Handy einen Signalton abgeben. Und dann kann man den Standort finden und dann haben wir schon öfter die Taschen wiedergefunden oder halt die geklauten Gegenstände. War jetzt leider nicht der Fall, weil die Dame die AirPods nicht registriert hatte. Sie können es auch selbst. Das Paar hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ob sie den Rucksack wiederbekommen? Die Chancen sind gering, weil wir ja auch hier den Regionalbahnhof haben. Und dadurch ist es dem Täter halt möglich, in wenigen Minuten weit wegzukommen. Hat die Kamera den Diebstahl gefilmt? Die Täter sind oft Suchtkranke oder professionelle Langfinger, die sich mit dem Verkauf der geklauten Ware ihr Leben finanzieren. Das passt doch. Ja. Perfekt, das war's schon. Die Fotos sind jetzt dafür da, dass die Kollegen von der Videosachbearbeitung auf den Kameras dann das abgleichen können mit den Personen. Dann müssen wir jetzt nicht aufschreiben, was die Personen alles anhatten, sondern die sehen dann auf dem Foto, wie waren die gekleidet, welches Gepäck hatten sie dabei, an welcher Örtlichkeit hat sich das befunden. Und dann sieht man das auf der Kamera ganz einfach. Eine Sekunde nicht aufgepasst und jetzt viel Ärger und Arbeit. Bitte. Tschüss. Lea Bose und Tobias Gleis gehen wieder zurück zu ihrem Einsatzwagen. Die Schicht ist noch lange nicht zu Ende. In Bensheim startet ein Experiment. Können Passagiere ohne Flugerfahrung ein Flugzeug landen? Rocco Röttger und Christina Reiner sollen einen Jumbo landen. Die Piloten sind ausgefallen. Und aus irgendeinem Grund seid ihr die einzigen 2, die an Bord sind, die irgendwie nicht handlungsunfähig sind. Die anderen haben alle Wasser getrunken, alle an Bord Wasser getrunken. Ihr habt euch noch am Flughafen so eine teure Flasche Wasser gekauft, habt nur die getrunken, deswegen geht's euch gut. Oliver Scharif wird Christina und Rocco lotsen, per Funk. Du spielst die Stewardess, wie im klassischen Film, und du kennst dich ja ein bisschen aus mit deinem Simulator. Ich bin aufgeregt. Ich hoffe, dass alles gut klappt, aber dadurch, dass ich weiß, dass zum einen Rocco neben mir sitzt und auf der anderen Seite natürlich Olli auch irgendwie als Unterstützung mit dabei ist, glaube ich, werden wir das gut machen. Aber aufgeregt bin ich trotzdem.
Jeder fliegt unterschiedlich tatsächlich. Und manche sind total überfordert, andere bleiben total cool. Und ja, mit guten Anweisungen, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. Ich bin da zuversichtlich. Rocco studiert Zahnmedizin und fliegt nebenbei eine Boeing in seinem Jugendzimmer. Das Cockpit einer 737-800 in Originalgröße. In seinem Simulator stecken 1 Kilometer Kabel, 300 Schalter, 3 Projektoren und tausende Stunden Arbeit. Jetzt geht's runter nach Frankfurt. Vor 4 Jahren hat mittendrin ihn besucht. Ich habe den Simulator noch. Der ist auch immer noch nicht fertig. Ich bin immer noch am Basteln. Ich habe jetzt auch einen Kabelbruch letztens. Das muss ich noch reparieren am Steuerhorn. Also da tut sich immer noch viel. Und wenn ich Zeit habe und auch mal das Wetter schlecht ist, dann fliege ich da immer wieder gerne. Christina saß noch nie in einem Cockpit. Das Experiment beginnt. Frau Kapitänin. Achso, sitzt links der Kapitän oder wie? Achso, sollen wir dann tauschen? Nö, alles gut. Aber spannend von rechts. Rocco und Christina werden gelotst. Von Oliver Scharif. Ich habe jetzt hier den Kopfhörer, den setze ich mir jetzt auf und dann kann ich mit denen sprechen. Ja, dich höre ich jetzt. Du musst zum Sprechen den Knopf drücken. Ah, welchen Knopf? Ah, jetzt. Ja, jetzt höre ich dich auch. Super. Also ich spiele jetzt eine Doppelfunktion. Ich bin einmal der Radarlotse, bin aber auch derjenige, der sich mit dem Flugzeug auskennt. Oliver Scharif ist vom Beruf Flugkapitän, fliegt Jumbo. Christina? Ja? In der Mitte siehst du deine Triebwerkinstrumente. Was steht denn da für ein Wert? 78. Für alle Triebwerke? Das sind 4 Triebwerke? Im Schnitt, ja. Okay, das sind eure Triebwerke, die laufen also ganz rund, kann eigentlich gar nichts passieren. Vor dir, das ist das Panel, da steht drauf Geschwindigkeit, Heading, Höhe. Ja? Jetzt würde ich dich bitten, dass du an dem Mode Control Panel ein Stückchen nach rechts guckst. Da steht eine Geschwindigkeit. Welche Geschwindigkeit fliegt der denn? 280. Wenn du da jetzt mal auf 270 drehst, also kleiner drehst, nach links, dann siehst du, wie die Geschwindigkeit langsamer wird. Jetzt müssen auch die Schubhebel langsam zurückgehen. Ja, machen Sie. Super. Damit kannst du also deine Geschwindigkeit regeln. Ein Feld daneben ist die Richtung. Das ist das, wo HDG steht, wie Heading, wie Richtung, die du fliegst. Okay. Auf den Knopf, der da drunter ist, auf diesen runden Knopf, da müsst ihr einmal drauf drücken. Hab ich? Ja, und jetzt kannst du das Flugzeug links und rechts steuern, indem du den Knopf nach links oder rechts drehst. Ja, das klappt doch super. Du kannst ein Flugzeug fliegen. Die machen es sehr gut. Glücklicherweise ist ja noch nichts Dramatisches passiert. Also sagen wir mal, dass großartige Fehler auftreten, ist jetzt nicht wahrscheinlich. 15 Minuten bis zur Landung. Christina, links und rechts von diesem Display, auf dem der Sprit angezeigt wird, steht da JFK? Ja. Ja. Ja, das ist die Route nach New York, aber wir wollen ja gar nicht mehr nach New York fliegen. Und da musst du jetzt reinschreiben, EDDF für Frankfurt. EDDF. Einmal anziehen. Einfach. Okay. Und das als neue Destination, also als neues Ziel oben eingeben. Rechts dann genau, wo es steht. Ja. Der erste. Ja, genau. Da müssten jetzt eigentlich von Frankfurt die Anflüge auftauchen. Sind sie? Sehr gut. Wir planen euch für ein ILS auf der Runway 25 Center. Gibt es das da? Ja, die zweite von oben. Ja, dann nimm den mal. Hab ich. Ja, perfekt. Dann fliegen wir doch da einfach mal hin. Noch 12 Minuten bis zur Landung. Zurück zu den Einsätzen der Landespolizei am Flughafen. Dort sorgt eine Waffe für Wirbel. Ein Schlagring, gefunden beim Röntgen.
dieses Reisekoffers. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Arbeit für die Polizisten Lea Bose und Tobias Gleis. Eine Mitarbeiterin der Luftsicherheit hat die Beamten alarmiert. Ihr ist die gefährliche Handwaffe sofort aufgefallen und hat sie aus dem Koffer entfernt. Also den Schlagring nehmen wir mit, das ist der Zettel, der ausgefüllt wird, und der Koffer kann weitergeschickt werden. Fehlt nur noch der Besitzer. Ciao. Und den wollen sich die Polizisten jetzt vorknüpfen. Anhand des Labels auf dem Koffer wissen die Kommissare, wen sie suchen. Einen Mann. Er will nach Paris, am Gate A28. Da fahren sie jetzt hin. Für diesen Einsatz dürfen sie auf das Vorfeld fahren und werden gleich ausgebremst von einem Urlaubsflieger. Das ist doch immer wieder ein Highlight. Flugzeuge natürlich ist auch cool, vor allem wenn mal neue Flugzeuge kommen, finde ich es immer ganz interessant. Und halt die verschiedenen Nationen. Dafür lernt man auch das Englisch nicht, weil das ja eigentlich täglich benutzt wird, im Flugzeug auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich extrem flugzeugverrückt bin, würde ich jetzt sagen. Hier wartet offenbar der Besitzer des Schlagrings auf seinen Flug nach Paris. Die Polizisten lassen den Mann ausrufen. Ahnungslos geht der Urlauber zum Schalter und bekommt eine Anzeige. We need your passport, please. And we will fill in some documents. Der Tourist kommt aus der Mongolei und wollte in Frankfurt nur umsteigen. Der Schlagring offenbar ein Geschenk für Freunde in Frankreich. Die meisten wissen es schlichtweg nicht. Also die kommen aus einem Land, wo der Gegenstand erlaubt ist, reisen dann hier durch, ohne hier einzureisen, und fliegen in ein anderes Land. Meistens haben sie es als Souvenir oder so und machen sich halt nicht schlau darüber, dass das in Deutschland verboten ist. 19 für 19,4. Ich bräuchte mal eine Vorgangsnummer für das Waffengesetz. Umsteigen in Frankfurt ist eine Einreise nach Deutschland. Mit Waffe im Gepäck keine gute Idee. And then you tell them, okay, you were at the airport and there was something in your luggage, and what is the procedure now, okay? And then they will tell you whether the case is closed or what happens next, okay? Der Fall geht an die Strafbehörden, erklärt Lea Bose dem Mann. Er bekommt Post und wird dann erfahren, wie es weitergeht. Ob das jetzt eine Geldstrafe im Nachhinein noch gibt oder nicht, oder das Verfahren eingestellt wird, das liegt dann nicht an uns. Das wird dann die Amtsanwaltschaft entscheiden. Ob Verstöße gegen das Waffengesetz, Diebstahl oder Körperverletzung, Verkehrsunfälle oder Objektschutz. Auf Deutschlands größtem Flughafen sorgen Lea Bose und Tobias Gleis für Sicherheit. Jetzt läuft er natürlich drüber. Das ist kein Zebrastreifen, Leute. Können Passagiere ein Flugzeug landen? Der Test geht in die heiße Phase in Bensheim. Wir sind noch nicht auf Leerlauf. Rocco Röttger und Christina Reiner wollen einen Jumbo landen. Unter Anleitung von Oliver Scharif in seinem Flugsimulator. Wir fliegen jetzt mit 270 Knoten. Das sind im Moment in dieser Höhe über 600 Stundenkilometer. So schnell können wir nicht landen. Wir müssen also langsamer werden. Also du kannst jetzt die Geschwindigkeit auf 232 reduzieren. Das ist die Geschwindigkeit, die du mit dem Flugzeug fliegen musst, ohne die Landeklappen ausgefahren zu haben. Hab ich. Wenn du jetzt noch mal an die Schubhebel guckst, rechts davon von den Schubhebeln ist auch so eine Art Hebel, da steht Flap drauf. Das Englisch und steht für Klappe. Sehe ich. Damit fahren wir die Landeklappen aus. Je langsamer wir fliegen, umso mehr müssen wir die Landeklappen ausfahren. Die fängt jetzt mit 0 an und zur Landung fahren wir die stufenweise aus, bis sie auf 30 stehen. Jetzt würde ich dich bitten, dass du den einfach mal hochziehst und nach hinten in die Stufe 1. Habe ich. Das sieht sehr gut aus, wie die das machen. Super. Und Christina, wenn du nach oben guckst, in der Mitte steht Landing. Die Schalter sehen aus wie Lampen, ne? Die 3 gelben Punkte. Das sind unsere Landescheinwerfer. Die würdest dich bitten, dass du die mal auf On stellst. Sehr gut.
Ihr werdet komplett automatisch anfliegen, landen. Nur nach der Landung müsstet ihr, wenn du mal guckst, an deinen Schubhebel, dahinter sind noch 4 kleine Hebel. Siehst du die? Ja. Das ist der Umkehrschub, die braucht man nach der Landung zum Bremsen. Ihr könnt eine Rechtskurve fliegen Richtung 130 Grad. Dazu den Knopf Heading auf 130 drehen. Haben wir? Siehst du den Flughafen schon? Wahrscheinlich ja, dieses Kuddelmuddel da. Das ist die Richtung, in die wir gerade fliegen, 130 Grad. Und mit einer Rechtskurve werden Sie dann Richtung 250 Grad, Richtung Südwesten in Frankfurt landen. Und Christina, bist du bereit für einen Anflug? Ja, aber wir sind wieder in der Wolke. Ah, das ist schlecht. Das ist halt das Wetter. Da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Du kannst jetzt eine Rechtskurve fliegen Richtung 170 Grad. Wir wollen aber irgendwann automatisch die Richtung, wie die Landebahn ausgerichtet ist. Das ist das sogenannte Instrumentenlandesystem. Um das in Bereitschaft zu bringen, müsstest du einen Knopf drücken und dieser Knopf befindet sich ebenfalls an dem Mode Control Panel. Da stehen 2, steht einmal LOC drauf und einmal APP. Ja. Und den APP, den drückst du. Okay. 2500. Ja. Was jetzt noch fehlt, ist das Fahrwerk, das wir ausfahren müssen. Da ist rechts ein Hebel, der steht raus und der sieht aus wie ein Rad. Ja. Den musst du rausziehen und nach unten legen. Okay. Da kannst du die Klappen auf 30 ausfahren und die Geschwindigkeit auf 157 reduzieren. So, jetzt brauchst du nur noch landen. 1000. Die Landung übernimmt jetzt der Autopilot. Davon sind gleich mehrere an Bord. Wir haben 3 Autopiloten, ja. Einer fliegt und der anderen 2 überwachen. 400. Und Christina, wenn ihr gelandet seid, dann würde ich nur bitten, dass du diese Schubumkehr nach oben ziehst. Okay. Mit Kraft, das geht ein bisschen schwierig. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Jetzt? Okay. Ja, super. Der Flieger hält jetzt auch automatisch noch die Mittellinie. Ja, noch ist es nicht ganz geschafft. Wir haben noch 200 Stundenkilometer drauf. Der Schubhebel wieder nach vorne. Okay. Die Gashebel alle auf Leerlauf. Okay. Und jetzt mit deinem linken Daumen als letzte Aktion den Knopf, der sich an dem Steuerhorn befindet, den drücken. Wahrscheinlich geht jetzt ein Ton los, den musst du 2-mal drücken, dann geht der Ton weg. Und dann schicken wir euch die Feuerwehr und ihr seid hervorragend hier gelandet. Yay! Super gemacht. Welcome to Frankfurt Airport. 2 haben es sehr gut gemacht, wir sind super hier gelandet. Fairerweise muss man sagen, ich sehe natürlich auch, was im Cockpit passiert und kann Hinweise geben. Wenn das nicht wäre, dann wäre es deutlich schwieriger, aber hier geht's. Und so haben sie es geschafft. Zum ersten Mal im Cockpit. Wie war's? Sehr gut, aber ich bin sehr froh, dass wir es zusammen gemacht haben. Es war jetzt ja mit einem entsprechenden Backup, der immer gesagt hat, okay, was man machen soll, ja, zu schaffen und bestimmt, wenn man routiniert ist auch, aber es ist trotzdem eine große Verantwortung, die man auch als Pilot dann da trägt. Oliver hat das super gemacht von außen. Mit klaren Anweisungen ist es, glaube ich, nicht unmöglich. Ein aufregender Test mit gelungenem Ausgang. Am nächsten Tag sitzt Oliver Scharif wieder dort, wo er am liebsten ist. Im Cockpit eines echten Jumbos. Diesmal nach Kanada, Vancouver. Guten Flug.